Hallo und ein herzliches Willkommen aus dem Filoro TV Studio. Heute mit dem Faktencheck zum Thema Goldembargo. Los geht's! Die EU hat ein Goldembargo gegen Russland beschlossen. Es darf also kein Goldhandel mehr mit Russland betrieben werden. Viele sind verunsichert, was das genau bedeutet, und wir erklären Ihnen, was Stand heute bekannt ist, und liefern die Fakten. Kanada, Großbritannien, die USA und Japan waren früher dran und jetzt ist die EU nachgezogen. Seit Ende Juli kaufen die 27 EU-Staaten, darunter also auch Österreich und Deutschland, kein Gold aus Russland mehr. Wie kam es dazu? Das Goldembargo zielt darauf ab, Russland wirtschaftlich zu schaden. Die G7-Staaten wollen Putin auf diese Weise unter Druck setzen, sodass er den Krieg in der Ukraine beendet. Diese Vorgehensweise kennen wir bereits von anderen Importstopps, wie etwa von Energie. Warum gibt es jetzt aber ausgerechnet ein Goldembargo? Nun ja, zunächst einmal. Russland ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. 300 Tonnen Gold produziert das Land jährlich. Nur China und Australien stellen noch mehr Gold her. In den letzten 13 Jahren hat Russland begonnen, mehr und mehr Gold einzulagern, um die eigene Währung, den Rubel, abzusichern. Fakt ist jedoch, dass der Außenhandel von Gold im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen eine mindere Bedeutung für Russland hat. Während Russland 2021 mit Energieexporten 240 Milliarden Dollar einnahm, verdiente das Land am Export von Gold 17,5 Milliarden Dollar, also nur einen Bruchteil dessen. Trotz der großen Menge an produziertem Gold ist Russland weltweit nur der siebtgrößte Goldexporteur. Deutlich mehr Gold führt etwa die Schweiz oder das Vereinigte Königreich aus. Übrigens, das Vereinigte Königreich ist gleichzeitig allerdings auch das Land, das Russland zuletzt das meiste Gold abgekauft hat. Aber welche Auswirkungen wird das Embargo denn jetzt nun haben? Also zunächst mal, zwei der wichtigsten Märkte, nämlich Großbritannien und Deutschland, fallen für Russland infolge des Embargos weg. Auch die Schweiz importiert viel Gold aus Russland. Die hat bisher noch nicht bekannt gegeben, ob sie sich den EU-Sanktionen anschließen wird. Eine Maßnahme gibt es dort allerdings schon. Alle Barren, die von russischen Raffinerien ab dem 7. März gefertigt wurden, dürfen nicht mehr in der Schweiz gehandelt werden. Dass Russland starke Schwierigkeiten durch das Goldembargo der G7 haben wird, glauben die meisten Analystinnen und Analysten jedenfalls nicht. Es wird vermutet, dass das Land bald verstärkt nach China und Indien, aber auch in die Türkei, nach Dubai und in die Vereinigten Arabischen Emirate exportieren könnte. Auch innerhalb Russlands boomt der Goldhandel gerade. Viele Russinnen und Russen kaufen Barren und Münzen, da das Edelmetall als krisensicher gilt. Sehen wir uns zuletzt noch den Goldpreis an. Wie hat sich die Ankündigung des Goldembargos auf ihn ausgewirkt? Bisher haben Analystinnen und Analysten noch keine Schwankungen des Preises feststellen können, die eindeutig auf das Embargo zurückzuführen sind. Nachdem der Goldpreis wegen dem kräftigen Kursanstieg des US-Dollars in den letzten Wochen gesunken ist, hat er sich nun wieder erholt. Mitte Juli lag er zeitweise bei nur 1.700 Dollar und seit Anfang August steigt er jedoch an. Aktuell liegt der Kurs knapp unter 1.800 Dollar und damit nur noch 2% unter dem Vergleichswert des Vorjahres. Besser sieht es in Euro aus. Hier liegt der Preis pro Feinunze sogar 13% über dem Vorjahreswert. Eine weitere Beobachtung der Expertinnen und Experten ist, dass Anlegende derzeit sehr genau aufpassen, wie sich der Dollar, aber auch der Eurokurs entwickelt. Ausschlaggebend sind dafür die weiteren Schritte der US-Notenbank bzw. der Europäischen Zentralbank, die bisher nur sehr geringe Leitzinserhöhungen vorgenommen hat. Noch scheint das Vertrauen in die Währungen und Aktienmärkte aufgrund der anhaltenden Inflation nicht wiederhergestellt zu sein. Conclusio unseres Faktenchecks. Ja, es gibt ein Goldembargo, das die EU gegen Russland beschlossen hat. Die Ankündigung hat laut Analystinnen bisher zu noch keinen Auswirkungen auf den Goldpreis geführt. Das war's mit dem heutigen Faktencheck und mir bleibt nur mehr die Frage an Sie zu stellen, welche Fakten rund um Gold und Edelmetalle sollen wir für Sie prüfen? Schicken Sie uns dazu gerne eine E-Mail an tvstudio@filoro.com oder schreiben Sie es direkt unter dieses Video in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen, richtig, eine goldene Zeit.